Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du da bist. Heute schauen wir uns einen ganz neuen Virenscanner an namens Tabidus. Er ist ein echter Gamechanger in dem Bereich, denn er hat eine neue Technologie, die wir uns heute auch anschauen, und er hat einfach eine andere Angehensweise an die Virenbekämpfung wie herkömmliche Virenscanner. Wir schauen uns heute an, wie diese Technologie funktioniert und einen kompletten Überblick über diesen Virenscanner. Der Virenscanner ist momentan in der Version 1.0 und hier auch nochmal ein großes Dankeschön an die Firma Tabidus, dass ich euren Virenscanner vorstellen darf, und vielen Dank für die 3 Testlizenzen. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Okay, dann starten wir mal. Also wir schauen uns jetzt erstmal die Webseite an. Die habe ich für euch schon geöffnet, tabidus.com, und ich erkläre euch kurz, was diesen Virenscanner so besonders macht. Wir sehen jetzt hier 3 bekannte Firmen, Avira, Cryon und Icarus, sind alles 3 renommierte Virenscanner und sind natürlich auch sehr stark in dem Markt verankert. Was macht jetzt Tabidus? Tabidus bietet die Plattform, um diese 3 Virenscanner zusammenzufügen auf einem PC, ohne dass sie sich stören und dass sie eben alle 3 gleichzeitig arbeiten können. Hier sieht man jetzt noch ein paar Details, wie es funktioniert. Hier nochmal, wie man die Lizenzen aktiviert. Ein kleines Video, welche Vorteile es eben bietet und welche Funktionen es schon alles hat. Wie das Control Center aufgebaut ist und vieles mehr. Hier oben kann man auch gleich auf Downloads klicken und hier wird man das dann runterladen können. Hier hat man auch nochmal eine Beschreibung, falls man es etwas genauer wissen will, und ein Handbuch für den Virenscanner. Und hier kann man sich dann eintragen und fragen, ob man eben auch eine Testlizenz bekommt und später eben wahrscheinlich dann auch hier kaufen. Okay, jetzt erkläre ich euch anhand einer Skizze, die das Ganze vereinfacht. Ich habe es jetzt mal auf den Fußball bezogen, da ich das relativ anschaulich finde für dieses Beispiel. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Also wir haben hier die 3 Virenscanner, einmal Avira, Icarus und Cryon. Und dieses Tor ist unser Computer. Und das rote, das ist der Ball, das ist der Virus. Und hier steht der Hacker. Der Hacker hat den Virus produziert und will ihn jetzt auf unserem PC hochladen oder wie im Fußball auf das Tor schießen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel nur einen Virenscanner, wie es normalerweise halt üblich ist. Und dieser Virenscanner müsste jetzt hier extra zum Ball springen. Das wird natürlich etwas dauern und er weiß nicht genau, weil er es nicht genau sieht, ob der Ball überhaupt ins Tor geht oder ob er vielleicht harmlos ist und neben das Tor geht. Sieht man jetzt hier ein bisschen. Und was hat jetzt Tabidus gemacht? Tabidus hat sich gedacht, ja, wieso sollen wir denn nur ein Torwart nehmen, wenn wir 3 auf der Ersatzbank haben sozusagen. Oder 2 auf der Ersatzbank. Und hat dann einfach gesagt, ja gut, wir nehmen einfach alle Virenscanner und stellen die ins Tor. Also somit auch Icarus, Avira und Cryon. Und was ist jetzt hier der Vorteil? Man sieht, der Virus ist nicht so weit vom Virenscanner entfernt, also dementsprechend, oder der Ball ist nicht so weit vom Torwart entfernt und dementsprechend kann er ihn schneller halten. Auf den Virus jetzt bezogen, der Virenscanner kann besser, der Virus kann besser erkannt werden und auch schneller. Jetzt nochmal zum anderen Aspekt. Wenn der Ball zum Beispiel jetzt daneben fliegt, hierhin, und Icarus denkt jetzt zum Beispiel, ja gut, der Ball geht aufs Tor und will was machen, will vielleicht rausspringen, dann sagen die anderen Virenscanner zu ihm, hey nee, der Ball geht doch daneben so. Also der Virus greift den PC gar nicht an oder ist gar kein echter Virus, also ein zum Beispiel False Positive nennt sich das in der Virenbekämpfung, also ein falscher Alarm auf Deutsch. Und
Deswegen sagen die anderen zwei zu ihm, ja, löscht die Datei mal lieber nicht, weil die ist gar nicht gefährlich. Und somit werden auch ziemlich viele Dateien eben geschützt, die auch keine Viren sind. Im Gegenteil, wenn jetzt zum Beispiel zwei Virenscanner sagen, zum Beispiel Avira und Icarus, der Virus ist echt oder ist ein wirklicher Virus, also beide sagen, ja, wir sehen, dass es ein Virus ist, dann wird der Ball natürlich gecatcht aus dem Tor oder der Virus wird eben gelöscht und kommt gar nicht dazu, ausgeführt zu werden. Somit haben wir eine wesentlich höhere Sicherheit. Es wird für den Hacker schwieriger. Wir haben weniger falsche Alarme. Und das Ganze funktioniert natürlich auch schneller. So, das war's von meiner kleinen Skizze. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was der Vorteil von dem Virenscanner ist und warum diese Technologie Sinn macht. Ansonsten schauen wir uns jetzt genauer an, wie der Virenscanner aufgebaut ist. Okay, schauen wir uns jetzt die grafische Oberfläche an. Hier werde ich leider nicht auf alle Einstellungen eingehen können. Ich zeige euch jedoch die wichtigsten und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Gut, beginnen wir. Hier sehen wir jetzt das Statusboard und wir sehen hier einen kompletten Überblick über den Virenscanner. Hier wird alles Wichtige zusammengefasst, zum Beispiel die Dateisicherheit, die Registry-Sicherheit, ob die Virenscanner aktuell sind und aktiviert und welche Infektionen in den letzten 30 Tagen stattgefunden haben. Hier auch nochmal ganz interessant, hier wird man vielleicht denken, ja gut, jetzt sind hier 64 Viren auf dem PC. Falsch, das sind nur Erkennungen von einem Virenscanner und wie wir vorher ja schon erfahren haben, müssen immer zwei Virenscanner anschlagen, damit die Datei wirklich als schädlich gilt. Okay, weil hier ein Atomzeichen ist, hat eben nur ein Virenscanner angeschlagen, hier sind zwei, das heißt zwei haben zugeschlagen, das war jetzt noch nie der Fall und sind eben drei Virenscanner und vier eben vier. Genau, hier sehen wir dann auch nochmal schön in einem Kreisdiagramm dargestellt, welche Prozesse in die Registry schreiben und wie viele davon zugreifen. Generell finde ich die Optik sehr schön gehalten, schwarz und etwas bunt drüber, macht was her auf jeden Fall. Und kommen wir jetzt in die einzelnen Bereiche. Hier sind wir jetzt bei Dateisicherheit. Hier sehen wir nochmal ganz schön dargestellt, wie die Virenscanner die einzelnen Dateien behandeln. Also hier schaut alles okay aus. Wir sehen hier die Pfade, die Echse, die gerade gescannt wird und den Zeitpunkt. Man muss sagen, die meisten Kategorien sind ähnlich aufgebaut. Deswegen werden wir uns jetzt hier nur das erste Mal alles genau anschauen und dann die anderen überspringen. Oder nur die wichtigen Teile anschauen. Hier können wir eben die Dateisicherheit genauer einstellen, ob jetzt auch Netzwerklaufwerke überprüft werden sollen, ob Festplatten generell überwacht werden sollen, USB-Sticks, je nachdem. Genau, dann kommen wir hier zu Dateisicherheit, Technologien. Hier können wir unsere einzelnen Virenscanner genau einstellen, was sie tun sollen. Hier kann ich jetzt auch wieder leider, wie schon gesagt, nicht auf alle Einstellungen eingehen. Aber kurz gesagt, man kann hier diese Virenscanner anpassen, welche Methoden, Scan-Techniken von ihnen genutzt werden sollen. Es gilt natürlich für alle drei. Genau. Dann haben wir hier die Blacklist, da können wir Dateien ausschließen, um eben Speicher zu schützen oder einfach die Datei zu schützen, dass sie nicht gelöscht wird. Hier nochmal können wir ganze Ausschlüsse einstellen. Hier wurde auch schon einiges vorher getätigt, damit sich der Virenscanner nicht selber in die Quere kommt. Und ja. Dann kommen wir zur Speicherschutz. Hier werden nochmal die ganzen Prozesse angezeigt, wie viel Verbindungen die ins Internet aufbauen, wie viele Threads sie haben und vieles mehr. Wieder die drei Virenscanner werden angezeigt. Genau, fast so wie bei der Dateisicherheit. Schauen wir uns jetzt noch die Registry an, Sicherheit. Hier sehen wir die ganzen Registry-Einträge, welchen Wert die haben und welche eben gerade geschrieben wurden und von welchem Prozess. Genau. Dann kommen wir auf Anfrage. Hier können wir eben Tasks erstellen. Tasks sind sogenannte Aufgaben, zum Beispiel einen Scan durchführen vom ganzen Computer oder ein Update um 12:15 Uhr durchführen am Freitag. Das wären solche Tasks, die können wir eben hier erstellen.
Und wir können die natürlich auch noch genauer einstellen. So, wie ich schon gerade gesagt habe, welcher Zeitpunkt, welche Ziele, wie tief der Scan gehen soll, zum Beispiel auch Bootsektoren. Ja, man kann hier auf jeden Fall sehr viel einstellen. Auch nochmal genau Blacklist, Aktionen, Ausschlüsse, wie vorher schon gezeigt, und wie die Technologie eben genutzt werden soll. Genau, dann kommen wir zu Aktualisierungen. Hier sehen wir genau die Signatur in der Version und die Engine und die Version vom Virenscanner. Zudem sehen wir auch, wann es zuletzt aktualisiert wurde, was natürlich sehr wichtig ist. Hier können wir jetzt auch Update-Tasks erstellen und ja, einfach anklicken, was wir wollen, welche alle geupdatet werden sollen und wie oft. Selbst erklären. Dann kommen wir zu den Lizenzen. Hier sehen wir die Lizenzen, die wir aktiviert haben. Hier in meinem Fall jetzt 3 Stück. Und ganz einfach hier einfach auf Plus und dann die Lizenz auswählen, auf Öffnen klicken und dann ist der Virenscanner auch schon bereit zum Arbeiten. Sehr intuitiv auf jeden Fall. Oberfläche läuft gut, hat sich noch nie aufgehangen, alles stabil, also ich bin echt erstaunt für Version 1.0. Hier kann man noch die Sprache auf Englisch umstellen oder Deutsch, je nachdem wie man es halt will. Bei der Kategorie Speicherschutz unter Monitor können wir hier unten noch einen Strukturbaum anzeigen lassen und wir sehen hier, welche Prozesse von welchen aufgerufen werden. Wir können hier reinzoomen, haben wir die Prozess-ID und können hier mit der Maus uns genau anschauen, wie das eben alles strukturiert ist und können erfahren halt, welcher Prozess gestartet wurde. Genau, auch ein sehr nettes Feature. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als nochmal Danke zu sagen an Tabidus dafür, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben, euren Virenscanner vorzustellen. Und ansonsten für meine Zuschauer auf jeden Fall sehr interessanter Virenscanner. Schaut ihn euch an, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Peace!